Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind wieder einen Monat weiter. Wir haben jetzt März. Also ja, schauen wir uns mal wieder die aktuelle Lage in Kuba an, bevor wir jedoch starten. Du weißt schon. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann ja, tu das doch jetzt, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich danke dir dafür. Okay, dann lass uns jetzt starten, direkt nach dem Intro. Wir starten mit Patria y Vida. Vor 2 Wochen wurde das Lied Patria y Vida von den kubanischen Musikern Jotuel Romero, Gente de Zona, Tesema Bueno, Michael Osorbo und El Funky ins Internet gestellt. In diesen 2 Wochen hat das Lied fast 3 Millionen Aufrufe erreicht und ja, wird vielerseits gefeiert. Ja, doch nicht von allen. Die kubanische Regierung wird im Lied direkt angesprochen. Und ja, der Regierung wird vorgeworfen, dass sich Kuba seit der Revolution in einem Stillstand befindet. Dass die ja, Wirtschaftskrise den Unmut der Bevölkerung wachsen lässt. Ja, dass der kubanische Peso keinen Wert hat und man nur mit Devisen einkaufen und ja, überleben kann. Dass man dennoch Kubaner ist, auch wenn man eine andere Ideologie verfolgt. Ähm, dass man ja seine Meinung nicht äußern kann, dass man im eigenen Land eingesperrt ist, dass man Polizeigewalt fürchten muss, dass Kubaner kaum ihr eigenes Land kennen und genießen können. Man möchte nicht zwischen Vaterland oder Tod wählen. Man ja, möchte leben im Vaterland. Ja, die kubanische Regierung reagierte ja sehr aggressiv und beleidigend dann darauf. Zum Beispiel nannten sie den Sänger Jotuel Jinetero, also eine männliche Prostituierte, weil er mit ja, einer Spanierin verheiratet ist und so Kuba verlassen hat. Vor ein paar Tagen wurde auf dem kubanischen YouTube-Kanal Cuba Debate außerdem ein Antwortlied oder ein Antwortvideo veröffentlicht. Patria o muerte por la vida. In diesem Lied heißt es, dass alles im Lied Patria y Vida gelogen ist und nicht der Wahrheit entspricht. Kuba hat ein ganz großes Problem im Umgang mit seinen Künstlern. Man versucht weiterhin Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Ich denke, wir sind bei diesem Thema noch lange nicht am Ende und ja, da wird noch einiges passieren. 2 Fun Facts dazu. Wenn du bei Google Más Peor Canción 2021 suchst, dann wirst du eines der beiden Lieder finden. Rate mal welches. Oder versuch's mal selber. Ja, in Kuba selber wurde auch der Spruch Patria wieder auf Geldscheinen geschrieben und die Regierung hat die Annahme nun verboten in Geschäften und Banken. Okay, das zu den Fun Facts. Kommen wir zum nächsten Thema. Die ja, Einreisebestimmungen. Diese sind seit dem 6.2.2021 unverändert. Also nochmal, du benötigst vor der Einreise einen negativen PCR-Test in Papierform, der nicht älter als 72 Stunden alt ist. In Kuba wird am Flughafen ein weiterer Test gemacht. In lizenzierten Hotels ist man dann in Quarantäne, bis das Ergebnis vorliegt. Erst dann darf man sich frei bewegen, so zumindest ja, für die Pauschalreisenden. Individualreisende, also die, die in Casa Particular unterkommen oder bei der Familie, dort erfolgt nach 5 Nächten, ja, nach der 5. Nacht der Einreise quasi ein weiterer Test. Ne? Und wenn dieser negativ ist, dann darf man das Hotel bzw. das Hotelzimmer verlassen. Individualreisen ja, sollten also mindestens eine Woche Quarantäne einplanen. Ja, zurzeit lohnt sich nur eine Pauschalreise, wobei man auch bedenken muss, ja, Kuba ist seit dem 28.02. wieder auf der Risikoliste vom RKI. Das bedeutet, ja, dass bei der Rückkehr nach Deutschland ja, man 10 Tage in Quarantäne muss, beziehungsweise erst nach dem 5. Tag quasi ein Test möglich ist, um gegebenenfalls die Quarantäne frühzeitig zu verlassen. Ja, wo wir gerade beim Thema sind, schauen wir uns aktuell die Fallzahlen in Kuba mal an.
Die Fälle sind rückläufig, aber es gibt punktuell immer noch Brandherde. Die Folge ist, dass einzelne Städte oder Provinzen sogar im Lockdown beziehungsweise in Quarantäne sind. Kuba plant mit dem eigenen Impfstoff Soberana Dos Ende März mit den Impfungen zu starten. Ziel ist es dann, die Bevölkerung bis Ende des Jahres tatsächlich komplett zu immunisieren. Kuba hat außerdem noch weitere Impfstoffe erforscht bzw. entwickelt, Soberana Uno, Abdala und Mambisa. Jedoch sind lediglich Soberana Dos und Abdallah weit genug erprobt. Ich persönlich denke, dass frühestens ab Mitte Mai eine Lockerung der Einreisebestimmungen für Individualreisende erfolgen wird. Ein ausschlaggebender Punkt könnte hier die eigene Impfung sein, so wie es auch in anderen Ländern schon umgesetzt wird. Die Zeit wird zeigen. Ja, am Ende machen wir nochmal einen Schlenker zur aktuellen Versorgungslage. Es gibt immer weniger im freien Handel und die Preise steigen immens. Diese haben sich teils verdoppelt oder sogar verdreifacht. Die Privatwirtschaft kann kaum ausgeübt werden letztendlich. Um mal ein eigenes Beispiel zu bringen, seitens meiner Frau besitzt die Familie einen Camion, der seit einigen Wochen nicht fährt und somit auch kein Geld mit dem Camion erwirtschaftet werden kann. Grund dafür ist, dass die Provinz aktuell in Quarantäne ist und Transporte schlussendlich einfach nicht erlaubt sind. Nahrungsmittel sind nur noch schwer zu bekommen und wenn, dann wie gesagt sehr viel teurer als vorher. Kuba benötigt dringend einen Wandel, denn so kann es tatsächlich kaum noch weitergehen. Wir werden die Situation weiter beobachten. Ja, wir schauen mal. Okay, das soll es schon wieder sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Schreib mir gerne auch in die Kommentare, zu welchem Thema dich vielleicht ein Video interessieren würde. Und ja, wo wir gerade dabei sind, wenn du kein weiteres Video mehr verpassen möchtest und es noch nicht getan hast, dann abonniere doch jetzt meinen Kanal. Ich danke dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Saludos. Ciao.